bist vielleicht in deinem Arbeitsalltag total erfolgreich. Dein Sozialleben funktioniert super und trotzdem stellst du fest, dass du dich jedes Mal aufs Wochenende freust, weil alles irgendwie sehr viel Energie kostet. Weil du dann vielleicht sogar einfach dich drauf freust, mal 2 Tage lang durchzuschlafen. Vielleicht hast du auch erkannt, dass man daran was ändern kann. Dass es vielleicht darum geht, ein kleines bisschen besser auf dich selbst zu achten. Was kannst du denn tun, um mehr Energie zu tanken, vielleicht sogar im Alltag nie wieder Probleme zu haben mit Konflikten, die auftauchen, vielleicht immer die Energie zu haben, die du brauchst und vielleicht dadurch rundum ein besseres Leben zu führen. Mir geht es in meinen Videos oder auch in meiner Arbeit sehr häufig darum, auf die richtige Balance zu achten. Und wenn du sagst, das Arbeitsleben funktioniert vielleicht und auch das Sozialleben, dann ist die dritte Komponente, die ich halt damit immer betrachte, so diese gesundheitliche Komponente. Und auch die muss irgendwie in Balance gehalten werden. Weil wenn eins von den 3 Sachen nicht funktioniert, dann geraten wir in eine Schieflage. Und deswegen schauen wir heute auf diesen dritten Aspekt. Und wahrscheinlich wird es auch Auswirkungen auf die anderen Sachen haben. Wenn du entspannter durchs Leben gehst, wenn du ausgeschlafener, erholter, energiegeladener bist, wird das auch auf dein Arbeits- und auf dein Sozialleben Auswirkungen haben. Aber die Aspekte schauen wir uns jetzt gar nicht an, sondern wirklich gezielt auf die gesundheitlichen Aspekte. Und da unterscheiden wir in 3 Richtungen, in die wir schauen. Das erste ist die körperliche Gesundheit. Ich gehe davon aus, wenn du irgendwelche Beschwerden hast, die richtig gesundheitlich, was Krankheiten sind, oder dann bist du in ärztlicher Behandlung oder hast dir einen Termin beim Arzt gesucht. Falls nicht, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, das Video anzuhalten und dir in deinen Kalender reinzuschreiben, morgen oder am Montag Termin beim Arzt zu machen. Andernfalls schauen wir vielleicht eher auf die Sachen, die im Alltag so fehlen. Ähm, wenn du, wenn du das hast, wenn du eine körperliche Routine irgendwie hast, wenn du irgendwo Sport machst, dann ist das genau das, wovon ich gerade rede. Dann trifft das wahrscheinlich auf dich jetzt nicht zu. Aber wenn du den ganzen Tag im Büro sitzt, sagt ja gerade, Annahme ist ein erfülltes berufliches Leben, was bei einigen so aussieht, dass sie einfach von früh um 8 bis abends um 8 im Büro sitzen und sich dann um Familie und Kinder kümmern, da bleibt nicht viel Zeit für Sport. Aber gerade dieses ganze Sitzen ist halt was uns im Alltag eigentlich mehr Schaden macht als Nutzen. Und es führt dazu, dass uns die Energie fehlt, weil dieser Ausgleich nicht da ist. Also mein Plädoyer tatsächlich zu schauen, was kannst du denn machen? Es müssen keine großartigen Sachen sein. Spaziergang, Fitnessstudio, Yoga, selbst tanzen durch die Wohnung zu deiner Lieblingsmusik. Wenn du das regelmäßig machst, und das wäre auch mein Plädoyer, es regelmäßig zu machen, nicht nur einmal in so einer Hauruck-Aktion, sondern irgendwas einzubauen, was du jeden Tag machen kannst, das gibt Energie. Es gibt deswegen Energie, weil im Körper dadurch, wenn wir Muskeln brauchen und beanspruchen, biochemische Prozesse einsetzen, die diese Energie auch wirklich umsetzen und freisetzen. Da passiert auch mit dem Stoffwechsel noch eine ganze Menge. Im Endeffekt führt es dazu, dass wir uns besser fühlen. Also dieser Aspekt körperliche Gesundheit, Bewegung ist etwas, was du auf jeden Fall aktiv planen sollst in deinem Alltag. Angenommen, du gehst jetzt jeden Tag eine halbe Stunde joggen. Dann passiert sogar was in deinem Kopf. Der schaltet nämlich nach einer Zeit ab. Du kannst gar nicht die ganze Zeit, zumindest wenn es anstrengend wird, drüber nachgrübeln, was im Alltag passiert. Und da sind wir schon eigentlich auf gutem Weg, uns Gedanken zu machen, was denn mit der mentalen Gesundheit ist. Dieses Abschalten im Kopf ist ein ganz wichtiger Aspekt. In der heutigen Zeit, wo so viele Informationen auf uns einströmen, ist es wichtig, auch irgendwo Ruhe für uns zu finden und auch etwas, was wir gerne als Psychohygiene beschreiben, durchzuführen. Also so wie was wir abends vorm Schlafengehen machen, mit der Zahnbürste durch den Mund zu gehen, vielleicht auch mit einer imaginären Zahnbürste einfach auch noch die Gehirnwindung einfach mal zu putzen, frei zu machen von dem ganzen Kram, der sich über den Tag angesammelt hat und irgendwie einen Ruhezustand zu finden.
dass wir gut schlafen können. Das kriegst du zum Beispiel hin, indem du dir Zeit nimmst, vor dem Zubettgehen alles runterzuschreiben, was dir vielleicht an schwierigen Informationen, an schwierigen Gedanken durch den Kopf kreist. Alles, was wir zu Papier gebracht haben, haben wir nicht die Angst, das zu vergessen, sondern das ist dann irgendwo festgehalten. Ganz klar beim Thema mentale Gesundheit fällt vermutlich auch der Begriff Meditation ein. Das muss es nicht mal sein. Ich meine, das ist auch eine schöne Idee. Kann man auch in ganz kleiner Art und Weise machen, indem du dir am Tag kurze Pausen setzt. Angenommen, jedes Mal, wenn du auf Toilette gehst, atmest du vorher einmal, zweimal, dreimal tief durch. Das alleine hilft schon, so ein bisschen Platz zu schaffen im Gehirn. Erst recht, wenn es sehr stressig ist im Alltag. Ganz wichtig dafür ist auch ausreichend zu schlafen. Im Schnitt schlafen wir eine Stunde weniger als noch vor 50 Jahren. Und auch das merkt man. Das Gehirn braucht diese Ruhe, um alles das an neuen Informationen zu verarbeiten, um aufzuräumen. Und deswegen wäre auch hier meine Aufforderung, eher 8 Stunden als 6 Stunden zu schlafen, wenn du merkst, dass du es im Alltag eigentlich brauchst. Und häufig ist da nicht dieses mehr Arbeiten führt zu mehr Ergebnissen, sondern eher im Gegenteil. Manchmal ist es sinnvoller, eine Stunde eher mit Arbeiten aufzuhören, um eine Stunde länger zu schlafen, weil man dann nach dem Schlafen viel mehr Klarheit und Energie und in seine eigentliche Arbeit reinbringen kann. Und der dritte Aspekt, den ich noch habe, auf den ich gern schauen würde, wäre, nennen wir es seelische Gesundheit. Zu schauen, was brauchst du, wo kannst du dich richtig wohlfühlen. Dass du vielleicht bewusst Zeit einplanst, die du mit deiner Familie verbringst. Vielleicht aber auch bewusst Zeit, die du allein verbringst, dich mit schönen Dingen umgibst. Ein hilfreiches Tool ist für diese Dinge auch eine Art Dankbarkeitstagebuch. Wenn du dich ohnehin abends nach dem Zähneputzen hinsetzt, um alles das, was durch den Kopf kreist, auf Papier zu bringen, nutzt doch die Zeit auch, um mal drüber nachzudenken, was dir der Tag an schönen Dingen gebracht hat. Versuche 3 Dinge aufzuschreiben, die den Tag für dich zu einem guten Tag gemacht haben. Und selbst wenn es ein Tag war, der an sich nicht gut war, es lassen sich eigentlich immer 3 Sachen finden, die irgendwie schön waren. Es könnten ganz viele Kleinigkeiten sein. Am besten lässt sich das Ganze aber irgendwie umsetzen, indem wir es an Routinen koppeln. Indem wir Routinen dafür aufbauen, weil ich dann nicht jedes Mal Entscheidungsenergie aufwenden muss, was mache ich als nächstes, wann mache ich das, sondern es so fest in den Tagesablauf integrieren, dass es zu einer Gewohnheit wird, dass wir es einfach so mit durchziehen. Ich habe es jetzt, glaube ich, zum 3. Mal gesagt, wenn ich nach dem Zähneputzen abends die Zeit nutze, um mich auf meinen guten Schlaf vorzubereiten, ist das eine Routine. Besonders einfach lässt sich tatsächlich auch so machen, wenn ich an Routinen, die schon bestehen, andocke. Ich kann auch eine Morgenroutine aufbauen oder die bestehende Morgenroutine ausbauen. Ich kann mich mit meiner Tasse Tee oder Kaffee oder was ich morgens trinke, erstmal ans Fenster stellen und 3 tiefe Atemzüge machen. Drüber nachdenken, wie will ich meinen Tag eigentlich beginnen? Was steht heute an? Was für Herausforderungen nehme ich mir vor? Vielleicht auch, in welcher Reihenfolge mache ich das? Wenn ich eine schwierige Entscheidung zu treffen habe, wann baue ich die in meinen Tag ein? Aber dazu möchte ich gern nochmal schauen, wie Routinen eigentlich funktionieren und warum sie funktionieren. Eine Routine kann man in 4 Teile zerlegen. Der erste Teil ist der Auslöser. Das kann eine bestimmte Zeit sein, wie morgens nach dem Aufstehen. Das können aber auch sein, wenn ich auf bestimmte Menschen treffe. Es kann ein emotionaler Zustand sein, in dem man sich befindet. Es kann aber auch eine Handlung sein, die irgendwie gerade passiert ist. Also angenommen, jedes Mal, wenn ich mich irgendwie doof fühle, greife ich zur Schokolade. Wäre genauso ein Auslöser, der durch eine Handlung oder durch einen emotionalen Zustand bedingt wäre. Das nächste ist dann ein Verlangen, was dahinter steht. Verlangen, irgendwas daran zu ändern, sich besser zu fühlen oder, wenn ich ans Zähneputzen denke, sich irgendwie rein zu fühlen, zu wissen, man hat was für seine Gesundheit getan. Da steckt eine ganze Menge an emotionalen Sachen dahinter. Das dritte ist dann die eigentliche Handlung, die ich ausführe, die zu meiner Routine dazugehört.
Und der vierte Teil ist die Belohnung, die ich daraus mir erhoffe oder die ich daraus erhalte. Wenn ich zum Beispiel in meine Routine Sport einbaue, dann ist die Belohnung nachher, zumindest wenn ich das eine Zeit lang mache, dass ich mich besser fühle, dass ich merke, dass es mir gut geht, dass der Kopf klar ist. Nach einer Meditation genauso. Und deswegen ist es hilfreich, solche Routinen aufzubauen. Das dauert allerdings eine Zeit. Für eine gute Routine, die lässt sich eben nicht über Nacht aufbauen, sondern die muss man testen, ausbauen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen, aber 21 Tage, 3 Wochen ist ein Zeitraum, den man, glaube ich, mindestens erstmal seine Routine praktizieren muss, bis sie einem dann in Fleisch und Blut übergeht. Probiere einfach, was für dich passt. Wie kannst du denn deine bestehenden Routinen vielleicht ergänzen, um etwas, was dir gut tut? Kannst du vielleicht jeden Samstag einen Spaziergang mit deinen Freunden, Familie einbauen? Kannst du vielleicht deine 3 Atemzüge bei nach jedem Meeting im Büro einbauen? Bei einigen Routinen ist es schwer, sie aufzubauen. Ich denke, viele Menschen haben es versucht, nach dem nach Hause kommen, die Sporttasche schnappen zu wollen, um dann wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Vielleicht ist es da einfach viel besser, man baut sich seine Routine anders zusammen. Vielleicht wäre es sinnvoller, die Sporttasche im Auto zu haben und gar nicht erst nach Hause zu fahren, sondern dieses Ich bin mit der Arbeit fertig, als nächstes folgt, ich gehe zum Sport einzubauen. Damit kannst du verringern, dass du abgelenkt wirst, dass du dich von deinem eigentlichen Ziel abbringen lässt. Was für Routinen kannst du für dich aufbauen? Wie kannst du sicherstellen, dass du die Energie, die du im Alltag brauchst, auch wirklich über die Zeit in deiner Freizeit, über deine Nichtarbeitszeit wieder auflädst? Was kannst du tun, dass es dir besser geht? Wie kannst du besser auf dich achten? Was sind deine nächsten Schritte? Mich würde interessieren, was du für dich aus diesem Video mitnimmst, was du vielleicht sogar ab nächster Woche einmal versuchst umzusetzen. Schreibe es doch in die Kommentare. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder über ein Abo freuen, wenn du auch über weitere Videos informiert werden willst.